Ich lade dich jetzt ein, auf eine Reise in dein Herz, deinen inneren Ort des Friedens zu finden, den Frieden in dir zu erschaffen, Frieden zu schließen mit deinem Leben, deinen Nachbarn, Kollegen, Eltern und Kindern. Ich lade dich ein, Frieden zu schließen mit deiner Vergangenheit und zu erkennen, welche wunderbaren Lehren du aus ihr gewonnen hast. Zu erkennen, dass sie Teil von dir ist und sie zu ehren und anzunehmen. Denn das bist du. All das gehört zu dir und du bist großartig, was du alles geschafft hast. Nimm dein Leben an und erkenne deine Größe und erlaube dir zu strahlen. Ich lade dich ein, den Frieden in dir zu erschaffen und durch deine Schöpferkraft eine Welt des Friedens entstehen zu lassen. Du weißt, wir erschaffen unsere Realität durch unsere Gedanken und Gefühle. Darum lass alles, was noch an Dunklem in dir ist, alles, was noch in Unfrieden ist, was klagt, bereut, was Gerechtigkeit erkämpfen will, alle Angst und Unsicherheit. Lass es los. Betrachte es in dir, ehre es für sein Dasein, denn es hat dir bis hierher gedient. Doch jetzt kannst du es loslassen und Frieden in dir erschaffen. Setz dich bequem hin, den Rücken gerade, dass die Energie schön fließen kann. Spüre deine Füße, spüre den Boden unter deinen Füßen und nimm einen tiefen Atemzug, vollständig und tief, und fühle, wie die Energie mit dem Atem in deinen Körper fließt. Und atme aus, vollständig und tief. Und atme ein und lass dich erfüllen von diesem Licht und dieser Energie. Und atme aus und spüre, wie mit dem Ausatmen alle Anspannung und Unruhe, die noch in dir ist, durch deine Füße in die Erde fließt. Atme ein und spüre, wie all deine Zellen die Lebensenergie aufnehmen. Sie freuen sich und die Energie breitet sich in deinen Zellen aus, leuchtet und funkelt und erneuert und erfrischt deinen Körper. Und atme aus und lass alles, was dich noch belastet und beschwert, den ganzen Stress durch deine Füße in die Erde fließen. Gib es ab an Mutter Erde. Sie kümmert sich darum. Sie wird es für dich verwandeln und dir ihre liebevolle Kraft schenken. Atme das schöne Licht ein, das deinen Körper erfrischt. Und atme Anspannung aus. Atme ruhig weiter ein und aus. Und sieh oder spür oder du weißt einfach, wie das Licht in dem Raum um dich herum immer heller leuchtet. Und atme dieses Licht ein. Atme die leuchtende Lebensenergie ein und atme Licht aus. Atme Licht ein
Licht aus, bis dein Körper ein großes Licht geworden ist. Und spüre dich mit jedem Atemzug ein bisschen mehr von innen. Wie fühlst du dich von innen an? Deine Füße, deine Beine, Becken, der Bauch, Rücken, Brust, Schultern, Arme, der Hals und der Kopf. Und nun spüre in dein Herz, dein großes, liebevolles Herz, und lass es mit jedem Atemzug noch ein bisschen größer und weiter werden. Du atmest Liebe ein und du atmest Liebe aus. Ein und aus. Und jetzt lade ich dich ein, dich mit der Schöpferkraft der 7. Ebene der Existenz, der bedingungslosen Liebe zu verbinden. Ich lade dich ein, dein Licht größer werden zu lassen. Dehne dein Licht aus. Lass deine Aura wachsen mit jedem Atemzug ein bisschen größer und weiter. Und du füllst mit deinem Licht diesen Raum. Und du dehnst dich weiter aus und erfüllst dieses Haus und weiter. Du dehnst dich aus über deine ganze Stadt und noch weiter, noch größer. Du strahlst über dieses Land und du dehnst dich weiter aus bis über die ganze Erde. Alles, was diese Erde trägt, trägst du in dir. Dein Licht füllt alle Berge, alles Wasser, Meere, Länder. Jedes kleine Sandkorn wird von deinem funkelnden, strahlenden Licht erfüllt. Und du bist eins. Und dehne dich weiter aus. Dein Licht strahlt über diese Erde hinaus, strahlt in die Atmosphäre, in den Kosmos. Du bist eins mit allen Sternen, allen Galaxien. Du dehnst dich über das gesamte Universum aus und darüber hinaus. Du wirst noch größer. Viele strahlende Lichter werden eins mit dir. Du wirst noch größer und verbindest dich mit einem großen goldenen Licht. Das ist die Ebene der Engel. Und du bist eins mit ihr. Und du wirst noch größer, du dehnst dich aus. Und du siehst Lichter in allen Farben des Regenbogens. Das sind die universellen Gesetze. Und du wirst eins mit dieser Ebene. Du wirst eins mit allen universellen Gesetzen. Mit dem Gesetz der Anziehung, mit dem Gesetz der Schwerkraft, der Musik, der Zahlen, des Magnetismus. Du siehst und spürst alle Farben des Regenbogens und du
du siehst das Gesetz des Mitgefühls, der rosafarbene Nebel, und du lässt dich erfüllen von diesem Licht. Und du spürst, wie das rosane Licht dich ganz erfüllt und du eins bist. Und du dehnst dich weiter aus, noch weiter. Und du siehst ein großes, strahlendes, irisierendes Licht. Und du wirst eins mit diesem strahlend hellen, weißen, irisierenden Licht. Du bist ganz in diesem Licht. Du bist eins mit einer Energie, die leicht ist, aber eine Substanz hat und die dich verbindet mit allem, was ist. Du bist auf dieser Ebene der bedingungslosen Liebe, der Ebene der Schöpferkraft. Das Licht fließt wie ein weißes Glühen durch deinen ganzen Körper, alle Zellen und Zellzwischenräume. Und du weißt, dass du von dieser Ebene dein Leben erschaffst, in diesem Moment. Nun betrachte dein Leben, betrachte es wie von einer Wolke und sieh dein Leben an. Wo gibt es noch dunkle Stellen? Gibt es noch Groll oder Wut oder Unzufriedenheit? Wie geht es dir mit den Menschen in deinem Leben? Machen sie dich glücklich? Seid ihr eine Bereicherung füreinander? Oder gibt es noch Verletzungen, Stolz, der euch trennt? Bist du noch wütend, weil du keine Gerechtigkeit bekommen hast? Was für ein Gefühl ist das? Würdige das Gefühl. Es hat dir bis hierher geholfen, aber jetzt brauchst du es nicht mehr. Du kannst es jetzt anders lösen. Du hast eine größere Kraft. Erlaube dem Licht, dieses Dunkel zu erhellen. Und möchtest du wissen, dass es für dich möglich ist, jetzt ohne dieses Gefühl zu leben, dass es dir Tag für Tag möglich ist und wie sich das anfühlt? Dann erlaube dem Schöpfer, es dir zu zeigen und dich mit bedingungsloser Liebe zu füllen. Erlaube dem Schöpfer, dir zu zeigen, dass es möglich ist und wie es sich anfühlt, zu leben ohne Groll, Neid, übermäßige Kritik, Bewertung, Verurteilung, Ablehnung, Konflikt, Rachsucht, Recht haben zu müssen und den ewigen Kampf um Gerechtigkeit. Ohne Angst, nicht gesehen zu werden, zu kurz zu kommen, verletzt zu werden, vergessen zu werden. Und möchtest du wissen, dass für dich bereits aufs Beste gesorgt ist, dass du darauf vertrauen kannst, immer alles zu bekommen, was du brauchst, und wie sich das anfühlt, dass alles, was du brauchst, bereits für dich da ist. Möchtest du wissen, wie es sich anfühlt, das Geschenk zu empfangen, ohne dafür kämpfen zu müssen? Sag innerlich Ja, wenn du das möchtest, und sieh oder spür oder weiß es einfach, wie dir diese energetische Information vom Schöpfer geschenkt wird.
wie sie all deine Ebenen füllen, wie sich alle deine Zellen damit füllen und es sich dort verankert und in allen energetischen Körpern jetzt und in alle Richtungen der Zeit und zwischen den Zeiten und in allen Formen deiner Existenz, in allen Dimensionen und in allen Sprachen. Danke. Und erlaubst du dem Schöpfer dir zu zeigen, was Vertrauen bedeutet? Möchtest du vertrauen, dass alles sich aufs Beste löst, dass du es an die lichtvolle geistige Welt abgeben kannst und die Engel dafür sorgen, dass alles, was du bisher noch aus eigener Kraft in Ordnung bringen wolltest, auf die höchste und beste Weise für alle Beteiligten gelöst wird? Dann gib die Kontrolle ab und sieh, wie die Engel die restlichen dunklen Stellen in dir mitnehmen und wie sich alles in dir, dein ganzes Herz, dein ganzer Körper mit noch mehr Licht füllen, noch heller, noch klarer, noch leuchtender werden. Und genieße es. Und nun betrachte deine Vergangenheit. Betrachte dein Leben, das du bis hierher geführt hast. Vom jetzigen Augenblick bis zu deiner Geburt. Das bist du. Wie viel du schon geschafft hast. Nimm dich innerlich an und beglückwünsche dich. Du hast so viel gelernt. Kannst du sehen, wie stark du bist? Sieh, wie sich eins ins andere fügt, wie Farben eines Teppichs, kunstvoll gewebt. Das ist dein Leben. Nimm es an. Es ist ein Teil von dir. Solange du es ablehnst, lehnst du einen Teil von dir selbst ab. Sieh die Menschen in deinem Leben, die dir dazu gedient haben, das zu erfahren, was du wissen wolltest, das zu lernen, was du lernen wolltest. Vielleicht wolltest du lernen, stark zu sein und hast gegen viele Widerstände gekämpft. Vielleicht wolltest du lernen, dass du es alleine kannst und dass du dich auf dich verlassen kannst und hast wenig Unterstützung bekommen. Vielleicht wolltest du lernen zu vergeben und bist sehr verletzt worden. Oder etwas anderes. Bedanke dich bei den Menschen, die dir dabei geholfen haben, diese Erfahrungen zu machen und das zu lernen. Sie haben sich dir auf deinem Weg zur Verfügung gestellt. Bedanke dich bei ihnen und sage ihnen: Ich brauche euch jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt alles, was ich lernen wollte, gelernt. Und sieh oder spür, wie deine Lehren nochmal unmittelbar vom Schöpfer in deinen Körper fließen, wie sie sich in all deinen Zellen verankern. Jetzt. Und alle Menschen, die an diesen Lehren beteiligt waren, werden jetzt von ihrer Aufgabe, dir das beizubringen, mit Dank entlassen. Nun betrachte dich selbst. Bist du in Frieden mit dir? Ist alles in Ordnung mit dir? Hast du es bis jetzt alles gut gemacht? Beglückwünsche dich dazu und nimm dich mal selbst in den Arm.
Gibt es noch etwas, womit du nicht einverstanden bist? Ist da noch etwas, wovon du denkst, das müsstest du eigentlich noch machen oder können oder erreichen oder einfach besser machen, damit du dich vollständig lieben kannst? Alles kommt zu seiner Zeit. Du bist wie eine Blüte, die sich entfaltet. Würdest du die Rose erst lieben, wenn sie offen ist? Ist sie nicht wunderschön, während sich ihre Blüten entfalten? Alles ist schon da in dir und du bist wunderschön. Möchtest du wissen, wie es sich anfühlt, stolz auf dich zu sein? Auf alles, was du zeigst und auf alles, was noch in dir schlummert? Möchtest du wissen, dass du dich entfalten kannst, wann und wie du es möchtest? Und jetzt fühle den Frieden in dir, Frieden mit deinem Leben, deiner Vergangenheit und dir selbst. In dir ist Friede. Lass diesen Frieden ausstrahlen. Lass ihn größer werden, bis er den ganzen Raum füllt. Das Haus, die Stadt, das Land, die ganze Erde und bis in die Unendlichkeit. Du bist auf der 7. Ebene der Existenz. Du bist Schöpfer. Da, wo du bist, ist Friede.